So, Guck mal. Ja, Beleuchtung an. geil. Ich bin auch total auf 180 die ganze Zeit, weil ich trinke hier immer diese Ghost Energies. Die haben so viel Koffein und vor allen Dingen auch noch hier Alpha-GPC und so weiter drin. Ich laufe hier Das die ganze wollte ich Zeit. gerade fragen. Oh, jetzt habe ich mir natürlich hier komplett die Kamera zersägt. Dann hier wieder mein Mega. Bein strecken. Also ich habe hier nicht einmal an Training gedacht. Die Generation verläuft bombig. Kann man hier schon was sehen? Packst dir jetzt einfach mal die Elektroden an zwei Stellen am Quad und du gehst. Und wir messen die Aktivierung, die du dann hast. Diese Aktivierung ist offensichtlich sicher möglich. Gehst du an den Beinbeuger und misst die Quad-Q-Aktivierung, während du den Beinbeuger machst. Und solange du eine Q-Aktivierung hast, die nicht höher ist als die Aktivierung, die du beim Gehen hast, bist du auf der sicheren Seite. Die diese Schwarz-Weiß-Aussagen haben wollen, kann ich absolut verstehen. Ihr müsst euch dann sozusagen nur damit zufrieden geben, dass ihr dann auch was auf der Strecke lasst. Die wertvollste Sache überhaupt, immer wieder jeden Tag vor Augen rufen, dass es irgendwann vorbei ist und dann auch Entscheidungen darauf basieren. Leute, ja, Beleuchtung sitzt heute auf jeden Fall. Ich sitze hier direkt am Fenster. Fabi hat die Softbox für euch angeschmissen. Willkommen zur nächsten. Ist es unsere erste internationale Episode? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Also ich war noch nicht im Ja, Ausland, ne? seitdem wir das Ganze machen. Da hat sich noch nicht Ja. ergeben. Schöne Premiere. Ich begrüße euch hier aus dem wunderbaren New York und man sieht die Decken der Wolkenkratzer gar nicht. Absolut geil. Jetzt habe ich mir natürlich hier komplett die Kamera zersägt. Warte mal, das müssen wir jetzt hier erstmal nochmal anpassen. Aber du bist traumhaft beleuchtet auf jeden Fall. Er ist jetzt wirklich hier direkt bei strahlendem Sonnenschein neben dem Fenster. Fabi, ich sagte, ich habe so ein Glück gehabt. Am ersten Abend, als ich angekommen bin, bin ich noch so zum Supermarkt gelaufen und habe so zwei, drei nötige Sachen eingekauft. Ne? Im Schneesturm, richtig ekliges Wetter. Dachte schon, okay, mal gucken, wie du das jetzt die nächsten Tage gestaltest. Aber jetzt gerade sind hier irgendwie 14 Grad. Ich laufe schon mit einem offenen Sweatshirt so rum tagsüber. Richtig, richtig geil. Ja, Ja. geil. Also das hört sich ja traumhaft an. Also bekommen wir denn eigentlich auch New York Food Content oder ähnliches zu sehen? Weil Ja. ich habe jetzt schon gesehen, also in den Stories habe ich schon gesehen, also die Food-Blogger-Karriere, das ganze Grundpotenzial ist ja vorhanden, ne? Ja, also wenn du hier nicht auf deine Kosten kommst, so wenn es darum geht, dich durchzufressen, dann nirgendwo. Die Möglichkeiten sind oberkrass, sowohl was Gastronomie angeht, aber auch was die Supermärkte angeht. Ich bin auch total auf 180 die ganze Zeit, weil ich trinke hier immer diese Ghost Energies. Kennst du die? Das ist ja so eine Supplement-Marke, die gibt es bei uns auch, aber diese Energies Ja, halt nicht. Und die haben richtig geile Geschmacks. Das schmeckt alles wie Gummibärchen. Hier so wie, sieht man das? Schwedisch Swedish Fisch. Fish, ja. Das ist so wie Aber diese da, Jahrmarktstände, wo du dir so die Gummibärchen aus diesen Dingern rausholen kannst. Super geile Sorten, aber die haben so viel Koffein und vor allen Dingen auch noch hier Alpha-GPC und so weiter drin. Ich laufe hier die das ganze wollte ich Zeit gerade fragen. voll geboostet durch die Gegend und meine letzte Mahlzeit, ich habe gerade runtergeschlungen, bevor wir aufgezeichnet haben. Fettfreier Cheddar-Käse, und all so ein Spaß. Also hier gibt es so viel krassen Scheiß, unglaublich. Aber man muss auch echt aufpassen. Es gibt auch unglaublich viele Fallen, in die man tappen kann. Zum Beispiel gibt es hier auch Eiklar im Tetrapack, so, ne? Klar, wie bei uns auch so. Es gibt aber auch fertiges Ei sozusagen im Tetrapack. Habe ich ja immer bei ein paar Mahlzeiten mit drin und wollte jetzt nicht extra Eier aufschlagen. Guck mal auf die Zutatenliste. Da sind Eiklar drin und das Eigelb ist sozusagen ersetzt, irgendwie aus Rapsöl, modifizierter Stärke und so. Also du musst echt auf jede Verpackung von vorne bis hinten alles durchlesen, weil du glaubst nicht, was die hier alles strecken. Das ist wirklich Wahnsinn. Das hatten die, ich weiß es noch damals, da hatten sie es bei den Walden Farms, so das war ja das erste Süßkram-Ersatzzeug, was es gab. Da hatten sie, glaube ich, die Portion so runtergerechnet, dass es irgendwie eine Portion 5 oder 10 Gramm waren, dass sie dann 0 Kalorien draufschreiben konnten, weil sie es dann irgendwie so von der Ja, Rechnung so runterbrechen konnten, obwohl es auf 100 Gramm gar nicht null war. ne? Also spielen können sie da, ne? Ja, und super nervig, weil du musst alles umrechnen. Bei uns in Deutschland ist ja alles auf 100 Gramm angegeben. Hier wird immer alles auf eine Portionsgröße angegeben. Das heißt, keine Ahnung, der Käse Ja. jetzt zum Beispiel, die eine Packung wird auf 28 Gramm angegeben, die andere auf 56 und du musst halt immer alles rumrechnen und so weiter. Aber ja, meckern auf hohem Niveau. Also ich sag dir, kulinarisch ist das hier auf jeden Fall ein Trip wert, definitiv. Ja, das glaube ich dir sofort. Nur schade ums Beth Francis Powerhouse und Montanari Brothers Gym, ne? Das wären so die beiden Orte, die mir noch in den Ja, Sinn kämen. theoretisch schon. Ich muss dir ehrlich sagen, ich denke hier überhaupt nicht ans Training. Das war genau, deswegen habe ich ja das auch gemacht, so in dem Sinne, dass ich jetzt nicht Ja. zu Hause 2 Wochen mich in den Schlaf weine, weil ich nicht trainieren kann, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe hier nicht einmal an Training gedacht. Regeneration verläuft bombig.
Kann man hier schon was sehen? Ich habe halt nur noch ein Pflaster Ja. drunter so, aber ist auch alles abgeschwollen und geht in die richtige Richtung. Und ich kann mich auch hier wieder komplett bewegen. Ich war gestern eine Fahrradtour machen durch den Central Park. Also auch da wieder mit ein bisschen Belastung und so weiter drauf. Ist überhaupt gar kein Thema. Also ich denke, wenn ich zurück bin, steige ich easy wieder ins Training ein. Das sollte kein großes Ding sein. Und hier hast du einfach so eine Reizüberflutung, dass du gar nicht dazu kommst, irgendwie an dein Training Mhm. oder so zu denken, wenn du das jetzt nicht willst, was ja bei mir geplant ist. Das bei Francis Powerhouse Gym, das ist gar nicht in New York, sondern das ist eine Dreiviertelstunde mit Auto, 1,5 Stunden mit Oh. öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Zentrum entfernt. Und das Montanari Brothers in Connecticut genauso. Da fährst du über 2 Stunden hin. Mhm. Also das Oh, hört sich immer okay. so an und die fahren wahrscheinlich natürlich, wenn sie hier auch alle hin, um Videocontent und so weiter zu machen, aber das ist auf gar keinen Fall in der Stadt, ganz im Gegenteil. Okay. Mhm. Ja. Ja. Schade drum, aber auch auf der anderen Seite nicht schade drum, weil wie du sagst, so eine Auszeit tut ja mal gut. Ich muss auch sagen, ich merke es ja auch gerade so, jetzt geht das Training gerade wieder los und ich merke auch so, wie viel Spaß ich jetzt habe, wieder zurückzukommen ins Training halt, ne? Ja. Also, manchmal ist dieser Break wirklich positiv. Ja, voll. Und gib uns gerne mal ein Update, wie es da aussieht. Würde mich auch interessieren. Wie weit entfernt bist du so beim Maschinentraining jetzt, zum Beispiel beim Oberkörper, von einem vernünftigen oder von einem gewohnten Training? Also ich habe jetzt 5 Einheiten habe ich jetzt gemacht und ich würde jetzt sagen, so gerade bei den letzten 1, 2 Einheiten, Intensität im Oberkörper ist eigentlich zu 100% wieder da. Also das Einzige, was natürlich noch fehlt, sind die alten Arbeitsgewichte halt, na logisch, aber von der Intensität, vom Output her, du bist halt, oder ich bin jetzt so gewöhnt vom Alltag, das linke Bein zu entlasten, dass jedes Mal in den ersten Wochen, ich bin nach wie vor 100% wieder mit 6 Wochen nichts gemacht zu haben, weil man doch irgendwo mal aus Versehen so eine kleine Bewegung macht, ne? Aber ist jetzt nicht so, dass ich aus Versehen jetzt bei Übungen anfange, mich mit dem linken Bein dann irgendwo reinzudrücken oder sowas, also irgendwas, was ich noch nicht machen sollte halt, ne? Also jetzt manche Sachen halt, ne? Wenn du jetzt unseren schönen neuen Heuslattpuller nimmst, wo du dann halt eben dich wirklich mit dem Kniepolster und stark angewinkelt, da lasse ich halt auch das Bein raushängen halt zum Beispiel oder sowas, ne? Aber das sind jetzt echt nur Kleinigkeiten, die jetzt nicht nennenswert Intensität kosten. Ja, außerhalb davon Projekt, ja, Teilprojekt bis jetzt Full Body läuft gut an. Also, das ist natürlich jetzt im Moment ein bisschen Beugerstrecker Waden am Ende, also das rechte Bein. Ich sag's mal so, das rechte Bein läuft jetzt noch nicht so auf Vollgas wie der Oberkörper, aber wird auch schon wieder vernünftig belastet. Und ja, also beim linken Bein ist es jetzt so, da habe ich jetzt eigentlich so einen absoluten Win. Ich mache hier mal die Kamera kurz runter, dann können wir das hier auch mal live recorden. Und zwar, was ich hier jetzt wieder machen kann, ist, ihr seht hier die schöne Narbe, ich kann hier wieder mein Mega. Bein strecken. Also das ist so mein absoluter Win diese Woche, dass ich da jetzt Ja. wieder zumindest ein bisschen das hab, was halt echt merkst, so, wenn ich jetzt so 90 Grad sitze, selbst wenn ich mich jetzt in diese 90 Grad einfach nur nach hinten drücke, um den Schreibtisch wegzurollen, das merkst du sofort. Also sobald ich bei nennenswerter Kniebeuge noch Druck drauf gebe, das tut dann nicht weh. Also, aber es gibt dir schon so ein Feedback, so Achtung, ne? Aber ansonsten echt hervorragend. Ich fühle mich super gut. Ich muss auch sagen, ich habe das Ganze jetzt nochmal für so einen wirklich 110% Technik-Reset genutzt für den Wiedereinstieg, ne? Ich glaube, wir hatten die Diskussion schon mal so ein bisschen, du hast ja auch schon mal mehr die Umkehrpunkte gerade in gedehnten Positionen früher länger gehalten. Ich würde sagen, ich habe es in den letzten Monaten wirklich auf das Minimum, was man noch kontrollierten Umkehrpunkt im Stretch nennen kann, reduziert. Und ich habe jetzt schon gemerkt, so es tut mir jetzt gerade für die Stabilität sehr gut, da jetzt nicht exzessiv lang in diesem Umkehrpunkt zu verweilen, aber schon wieder so einen merklichen Stopp zu machen und wirklich aus dem trockenen, gestoppten Punkt wieder zu drücken, zu ziehen, etc. Ne? Das ist witzig, dass du das sagst. Das ist ein Thema, was bei mir gar nicht so schwarz-weiß ist. Das sieht vielleicht immer so aus, aber ich spiele bewusst mit diesen Stops und auch mit der Länge der Ja. Stops, weil ich merke schon, dass gerade wenn man sich dann wieder steigert mit der Zeit, die Gewichte höher werden und so weiter, natürlich ist man irgendwann wieder dazu verleitet, diese Stops nicht mehr aus muskulärer Spannung zu machen, sondern Ja, sich wirklich auszuruhen so. Und dann hast du natürlich sozusagen einen höheren Preis auf deine passiven Strukturen, den du ja, zahlst. Das heißt, ich mache es immer so ein bisschen phasenweise. Wenn ich jetzt wieder merke, es geht in eine Richtung, wo ich eigentlich mir damit eher keinen Gefallen tue und meine Technik dann auch wieder resetten müsste, mache ich entweder eine Zeit lang weiter dann ohne mit einem passiven Stopp sozusagen, dass ich nur entschleunige, aber nicht ja, wirklich stehen bleibe. Oder mache dann halt direkt den Reset, je nach Phase und wo ich mich gerade befinde in meiner Trainingsgestaltung. Aber ja, die Nummer eins Sache ist dann einfach, diese Stops an sich sind Mittel zum Zweck. Also nur weil du das ja, Gewicht dort anhältst, heißt es nicht, du machst es richtig, sondern du musst es wirklich aus muskulärer Spannung halten. Für 90 ja, Prozent, die da von ihrer Trainingsqualität noch nicht so weit sind, wird es dazu enden, dass sie genau das Gegenteil erreichen, dem Muskelspannung abnehmen und diese übertragen auf die passiven Strukturen, zum Beispiel in der Schulter oder so, was dann natürlich auch mehr als ungünstig ja. ist.
Ja, absolut. Und ein kleiner Reminder für alle, bei Quad-Compounds macht ihr das eh nicht. Ihr bleibt nicht irgendwie bei jeder Wiederholung Beinpresse oder so da oben stehen. Da ist nämlich gar keine Last. Also Ganz da genau. rede ich auch, also ich muss sagen, so den Hauptstabilitätsfaktor und Wohlfühlfaktor gibt's mir jetzt eigentlich hauptsächlich wirklich so bei Druckübungen. Da fühle ich mich jetzt gerade sehr wohl damit. Nee, aber so, also es läuft super. Es geht gut voran. Das ist mal das Einzige, was im Alltag jetzt noch scheiße ist, ist Treppensteigen. Da muss ich halt immer noch Mhm. so rechter Fuß hoch, linker hinterher, rechter Fuß hoch, linker hinterher. Das ist halt noch so. Da habe ich jetzt so bei der Reha gemerkt, ich habe die ganze Zeit dann so versucht, so einbeinige Übungen zu machen. Also jetzt nicht richtig einbeinig mit links natürlich, sondern wo ich das Gewicht ein bisschen drauf verlagere. Mhm. Aber das ist halt sackschwer. Verlager mal irgendwie von den jetzt doch 120 Kilo Teilgewicht halt irgendwie das passende Gewicht auf die. Und dann dachte ich mir so, was ist denn jetzt für ein Quatsch? Natürlich kann ich hier die Trainingsgeräte benutzen, nur weil ich jetzt das linke Bein nicht belasten soll. Und dann hab ich mir gedacht, so weißt du was, eigentlich, so, das habe ich jetzt aus der letzten Einheit gemacht, so eine Beinpresse ohne Gewicht ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Nämlich einfach nur, ich mache die ohne Gewicht und dann, ich lasse auch den Lockout drin, dass ich nur die oberen 30% hab halt. Und dann Mhm. fange ich einfach an, nur so kleine Raps zu machen halt und mit dem linken Bein immer so viel in der Exzentrik, Konzentrik mitzuhelfen, wie Mhm. ich mich sicher fühle. Und so kann ich das ja viel feiner dosieren, als wenn ich irgendwie versuche bei dem Wall-Sit oder sowas halt mit irgendwie 10 Grad Beinbeugung mich irgendwie da aufs linke Bein leicht zu verlagern halt, ne? Mhm. Ja, vor allem, wenn dann was schief geht, aus dieser Position rauszukommen, ist wesentlich turbulenter, als wenn du das einfach mit dem anderen Bein kompensieren kannst in dem Sinne. Ja. Ne? Mhm. Und so lernt man halt, also ich kenne auch, wir haben jetzt noch gar nicht ausführlich drüber gesprochen, aber den Teaser gebe ich dir hier auch live, weil wir alle Updates live machen. Wir hatten ja schon mal über unser EMG-Projekt gesprochen. Mhm. Und da ist jetzt, ich habe jetzt mein iPad hier am Start, das heißt, ich kann jetzt hier diese EMG-Messung machen. Und ich habe da auch schon mit dem Simon drüber gesprochen, wir werden da eh noch einiges Geiles zusammen machen, was ich da jetzt zum Beispiel machen kann, was er mir schon gesagt hat. So, er sagt zu mir, hey, du kannst schmerzfrei gehen. Das heißt, was man machen kann, ist, du packst dir jetzt einfach mal die Elektroden an zwei Stellen am Quad und du gehst. Und wir messen die Aktivierung, die du dann hast. Diese Aktivierung ist offensichtlich sicher möglich. Das heißt, alles, was du jetzt im Training zum Beispiel machst, kannst jetzt einfach nur, gehst da an den Beinbeuger und misst die Quad-Q-Aktivierung, während du den Beinbeuger machst. Und solange du eine Q-Aktivierung hast, die nicht höher ist als die Aktivierung, die du beim Gehen hast, bist du auf der sicheren Seite. Ja, geil. Voll gut. Also Ja. da kann man so, und man kann es auch mappen. Also ich kann jetzt quasi links und rechts Elektroden drauf machen und dann gucken, wie hoch ist die Aktivierung links, wie ist sie rechts und dann eben im Prinzip das Ganze im Verlauf der Heilung messen. Und da werden wir noch viele, also da kommt noch geiles Zeug auf uns zu. Können wir mal messen, wenn ich zurück bin, ob überhaupt noch irgendwie Saft in meinen Knochen steckt, weil bei mir sind es ja nur 2 Wochen Pause, aber trotzdem fühlt sich das natürlich irgendwie komisch an. Ne? Also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal 2 Wochen Pause gemacht habe. Bei meiner Nabelbruch-OP müsste das gewesen sein. Obwohl ich da natürlich schon wieder 2, 3 Tage später auch gekürt habe und so weiter. Jetzt gerade mache ich ja wirklich gar nichts. Ich habe mir erst überlegt, bevor ich hergefahren bin, ich mache Wadentraining, uniliteral einfach auf der Treppe. Ne? Da kannst du auch mit dem Körpergewicht schon sehr weit kommen. Aber bei den Schritten, die ich hier runterreiße, das wäre völlig behindert, die Waden so zu trainieren. Habe jetzt gesagt, ich nutze den Zeitraum einfach auch, genau wie du gesagt hast, mal abzuschalten, mal gar nichts zu machen und bin dann auch mal gespannt, wie es dann sich dementsprechend ergibt, wieder einzusteigen, weil die Erfahrung habe ich erst 1, 2 Mal in meinem Leben gehabt, so eine lange Pause zu Ja, machen. Und dann schauen wir mal. Aber wo du gerade sagst, Updates, ich habe auch schon wieder Neuigkeiten. Es wird hier eine reine Update-Folge, weil wir so lange schon wieder nicht gequatscht haben. das ist auch, Geile neue gibt heute Möglichkeiten. kein Q&A. Nee, vergesst es, gibt viel coolere Sachen. Pass auf, ich mache jetzt hier gerade mal auf. Ich habe was Neues getestet und zwar Blutwerte. Kennst es selber, unglaublich elendiges Thema, irgendwie super kompliziert und man weiß immer nicht so richtig und dann wird das immer 3 Tage per Post geschickt, die Hälfte der Werte kommt nicht nach, bla bla bla. Ich habe was gefunden, wo man das online sich einbuchen kann. Die haben so Partnerlabore eigentlich in so ziemlich jeder Okay. größeren deutschen Stadt und du kriegst deine Ergebnisse einen Tag später auf dein Handy. Es ist so genial. Auch dann hier so mit grafischen Ach Auswertungen, was. wo du bist mit deinen Werten im Vergleich auch zum letzten Mal. Das heißt, wenn du bei diesen Anbieter das machst, kannst du auch immer direkt deine Verläufe sehen, so wie hat sich das verändert, der ganze Kram, super geil. Es gibt dann dementsprechend einfach so Pakete, die sie zusammengestellt haben, ne? Stoffwechsel, Gewichtsverlust, wo dann halt bei dem einen ist die Schilddrüse mit drin, bei dem anderen oder Hormonpaket Mann, Testosteron, Östradiol und so weiter. Ziemlich geil, bin super zufrieden damit, war extrem unkompliziert. Und kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich habe auch natürlich schon nachgefragt für euch, ob es da Möglichkeiten geben wird, eine Kooperation zu starten. Und die haben sich auch schon gemeldet, dass da was gehen wird. Das heißt hier, ich werde da versuchen, einen Code für euch klar zu machen. Wird wahrscheinlich Danny sein. Und dann könnt ihr da mal die Möglichkeiten nutzen. Aware heißt der Dienst. Warte mal, ich zeige dir das mal. Und das funktioniert bombig. Aware. Ach, sogar mit eigener App sogar noch dazu?
Ja, ja, alles. Jetzt lädt die natürlich nicht. Sind wieder Ja, nicht in New York jetzt hier. lädt sie. Zack. Genau. Dann hast du halt deine Maske, kannst auch hier deine Termine drin buchen, ist immer am nächsten Tag direkt was frei. Holst dir einfach deine Blutuntersuchung, kriegst es 24 Stunden später auf dein Handy, hast die Verläufe und so, ist super geil. Und wie gesagt, wenn ich da vielleicht jetzt hier sogar noch einen Rabatt dann bekomme, dann profitiert ihr ja gleich noch doppelt. Mega geil. Ja, also da auch wieder in die richtige Richtung. Es gibt bestimmt noch mehr Sachen, die ich jetzt schon wieder vergesse, aber ja, ist viel los gerade. Ich überlege gerade, was jetzt noch so los ist, aber ich glaube auch jetzt so bei mir, Nächstes, nee. nächstes Event wird die Growth bei dir, ne? Nächstes Event wird die Growth Convention, ja, da war ich Gott sei Dank schon frühzeitig unterwegs und habe meinen Vortrag vorbereitet. Also, da muss man auch mal wieder sagen, so, wieder so unerwartete Lerngelegenheiten im Leben, weil ich ja dann auch gesagt habe, so, weißt du was, ich nutze es einfach nochmal so für ein Mentoring, also für eine Fortsetzung vom Chris Beasley Mentoring, einfach nur, dass ich mit ihm explizit nicht mehr über einzelne Themen, sondern eben über den Vortrag spreche. Und das ist ungeplanterweise ein halbes Ding darüber geworden, über eigentlich vor Präsentationstechnik, sage ich mal so halt, ne? Weil ich dann auch so, weil ich dann auch so zum Beispiel das so mitgenommen habe, sozusagen, ey, zwar hier, ich muss die Leute überzeugen, die solche Konzepte noch nicht gehört haben, machen wir da Studien zumindest, die Fußnoten mit rein, sonst hat er gesagt, so, deine Aufgabe ist es, den Vortrag so zu bauen, dass es für die Leute so sinnvoll und schlüssig klingt, dass die gar nicht nach einer Studie fragen müssen. Hm. So, und da habe ich jetzt auch nochmal so viel mitgenommen und natürlich ist es aber bei den Themen so, ich glaube, das kennst du auch, das kennen auch viele, die in Themen tief drin sind. Zum Beispiel, du hörst einen sehr informativen Podcast, bist aber selbst schon tief in dem Thema drin und dann musst du manchmal 1,5 Stunden Podcast hören, um eine einzige Sache halt eben noch extra mitzunehmen. Aber das sind dann halt eben die Sachen, die wirklich nochmal den Feinschliff bedeuten. Und genau das ist es halt. Je weiter fortgeschritten du bist, weil die Leute auch immer fragen, wo kriegt ihr eure Informationen her und so weiter. Auf dem Stand, auf dem wir beide jetzt zum Beispiel unterwegs sind in unseren Fachgebieten, ist es einfach oftmals so, dass du dir wirklich eine Stunde anhörst und sagst, ja, danke, wusste ich schon. Aber irgendwo kommt ein kleiner Input so von der Seite oder eine Idee oder eine Anmerkung, die vielleicht gar nicht ein Hauptthema ist, wo du sagst, Ja, ja. warte mal, geil, an das habe ich noch nicht gedacht oder in die Richtung kann ich noch was weiterentwickeln. So, ne? Und so entwickelst du dich dann halt weiter. Am Anfang ist natürlich alles erstmal neu und du lernst, guck mal, alleine, du hast noch nie Sport gemacht und du hörst jetzt irgendeine Ja. Podcast-Episode von uns. Das ist natürlich erstmal, bam, ich habe jetzt hier 20 neue Sachen, geil. Aber das wird halt immer dünner, je weiter du kommst und desto schwieriger wird es dann halt dementsprechend auch. Aber genau solche Situationen, wie du gerade angesprochen hast, liefern dann halt auch diese Situationen außerhalb der Reihe, die dir halt die Möglichkeit geben, da wieder zu wachsen und zu lernen. Ja. Ne? Ja, und deswegen, also da ist es wirklich so, jetzt original, halt einfach so Sachen, eigentlich klingt es logisch, sobald man es hört, aber man reflektiert es nicht bewusst, ne? Auch so, was mache ich als PowerPoint-Präsentation und dann auch nochmal so das klar in den Kopf gehämmert zu bekommen, so, die PowerPoint-Präsentation unterstützt deinen Vortrag und nicht dein Vortrag unterstützt die PowerPoint-Präsentation. Und da Ja. halt eben wirklich mit einem Minimum einfach nur an Keywords auf die Slides reingehen, also das sind halt so Sachen, wo ich mal jetzt einfach nur extrem viel mitgenommen habe. Und ich sag's mal, ich freue mich da auch drauf, einfach möglichst viele live zu treffen. Ja, ich bin gespannt und dann ist mein Programm echt voll. Also mein Schedule, ja, aber was steht denn bei dir jetzt erstmal an? Wir können ja gleich mal die nächsten Wochen und Monate auch sowieso mal hier zusammen durchsprechen. Das ist einfach unser Update hier. Aber was steht bei dir Ja. jetzt noch, so, wenn du direkt wieder zurück bist? Ich fahre im März nach Düsseldorf. Dort habe ich zwei, drei Projekte, die ich noch nicht zu groß verraten will, aber da kommt dann auch wieder content-technisch einiges um die Ecke. Also im NRW-Raum werde ich unterwegs sein. Vielleicht werde ich auch nochmal einen Abstecher nach Köln ins Evoland machen und so weiter, mir das mal anschauen. Da war ich ja auch noch nicht. Und dann steht ja auch schon wieder die FIBO vor der Tür. Um jetzt erstmal die allernächsten Events zu nehmen. Sicherlich wird da spontan wieder irgendwas dazwischen grätschen, wie ich mein Leben und meinen Zeitplan aktuell kenne. Aber das sind erstmal jetzt so die beiden größten Dinger, dass ich jetzt erstmal ein paar Wochen habe, um zu Hause anzukommen. Da wieder richtig aufzuräumen. Weißt ja mal, wie es ist, wenn man ein, zwei Wochen weg ist, gefühlt ein halbes Jahr weg gewesen. Mhm. Aber ja, dann geht es auch schon weiter. Und ja, alles im weiteren Verlauf des Jahres machen wir, wenn es soweit ist. Aber ich könnte mir vorstellen, für dich wird jetzt gar nicht so der Vortrag die Herausforderung, da bin ich mir sicher, bist du gut vorbereitet, sondern tatsächlich eher das Drumherum, dorthin zu kommen, das erste Mal jetzt wieder zu reisen mit der gesundheitlichen Einschränkung und so weiter. Ja, also ich sag's mal so, ich bin jetzt sehr zuversichtlich bis dahin, also ich bin jetzt hier zu Hause auch ohne die Schiene unterwegs. Ähm, Draußen noch nicht, allein schon, weil halt eben, wenn du ins Auto einsteigst, ich habe halt eben bei der Schiene diesen 90 Grad Anschlag und dann kann ich das Bein dagegen diesen Anschlag hängen lassen und muss mir keine Sorgen machen halt, ne? Ich kann tendenziell auch schon wieder über 90 Grad gehen, aber wenn ich jetzt auch noch über 90 Grad gehe und dann aus Versehen Druck drauf gebe, dann bin ich halt eben im Hochrisikogebiet. Ja. Ähm,
Und wenn ich jetzt halt diese Schiene wieder anziehe, nachdem ich hier zu Hause ohne unterwegs bin, dann fühle ich mich so richtig Cyborg-mäßig ultra stabil. Klar humpel ich immer noch, aber ich bin da zuversichtlich, dass es erstmal halbwegs sicher läuft halt. Ja, und es ist gerade noch so alles vom Timing her jetzt rechtzeitig, dass ich wieder, glaube ich, gut auf den Beinen bin. Bin jetzt auch schon wieder langsam auf dem Laufband unterwegs. Ähm, aber danach ist halt echt, also ich sag mal, das werden jetzt so arbeitstechnisch wahrscheinlich so zwei der heftigsten Monate meines Lebens werden, weil klar, der Coaching-Betrieb läuft parallel. Ich komme von der Growth zurück dann am Sonntag, dann ist Lovro noch da, da machen wir sicherlich auch noch mal ein bisschen Content zusammen halt. Also Mhm. direkt nach der Growth ist Montag bis Donnerstag noch mein Videograf hier mit uns in Hamburg, da werden wir auch noch einiges produzieren. Am Sonntag darauf fliege ich dann nach Dubai bis nach Donnerstag für ein paar ebenso noch nicht, noch nicht öffentliche Projekte, wobei auch ein bisschen Content kommen wird, will auf jeden Fall Videorundgang und Training im Oxygen machen. Ja. Dann komme ich Donnerstag zurück. Sonntag ist der Ruhr-Cup in Bochum. Dann ist NRC Newcomer Meisterschaft 2 Wochen später und dann ist bei mir auch schon FIBO. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal gehypt auf die FIBO. Also wir werden auf jeden Fall auch, wir haben zwar mal wieder noch nichts Finales geplant, aber wir werden auf jeden Fall einen gemeinsamen Meeting Point machen. Sei es, ob wir uns jetzt am Ja. Garnicus oder am Peakstand treffen. Wir sind Gott sei Dank bei Marken, die keinen Stock im Arsch haben und da ganz locker sind. Und da findet sich sicherlich was. Ja, voll. Freue mich auch schon riesig drauf. Das war letztes Jahr so ein dicker Knaller und auch vor allen Dingen meine erste Premiere. Natürlich dann auch wieder viel draus gelernt, so in dem Sinne, ne, sich da besser aufzustellen und so weiter. Aber das wird auf jeden Fall wieder ein schönes Highlight. Freue ich mich sehr drauf. Ja. Ja, Aber das wird insgesamt cool werden. super geil zu hören, wie du schon wieder unterwegs bist. Und mich fasziniert es auch selber bei mir jetzt. Also wie gesagt, das ist ein Bruchteil von dem, was du durchgemacht hast, aber trotzdem so Eingriffe, Verletzungen, dieser ganze Scheiß. Es ist trotzdem wirklich Wahnsinn, was man heutzutage in welcher kurzen Zeit alles wegregeneriert Ja. bekommt. Ich habe jetzt hier auch nur die absolute Grundversorgung an Regenerationsmaterialien mit dabei, sage ich jetzt Mhm. mal. Ich wollte jetzt nicht ganzen Koffer mit Supplements mitnehmen, so in dem Sinne. Reicht aber völlig. Ne? Also wenn du alles andere dementsprechend einhältst und dich da vernünftig verhältst, dann geht es echt alles mittlerweile so schnell, egal wie ätzend das in der Situation erstmal ist. Und natürlich kotzt man erstmal ab, ich auch. Aber trotzdem, so im Großen und Ganzen ist das wieder eine Sache, wo man das ist wirklich Wahnsinn. Also im Nachhinein betrachtet immer erstmal, ne? Ja, und vor allem, wenn du halt eben einfach, wenn du einfach mental souverän bleibst, einen anderen Fokus legst, hast du jetzt ja auch direkt gemacht, ne? Direkt einfach anderen Fokus suchen, gucken, wohin kann man seine Energie verlagern, sage ich mal, ne? Und auch jetzt für mich so retrospektiv, ich habe jetzt so viele Dinge angestoßen, von denen ich jetzt profitiere halt. Also was einfach Arbeit war, die mir jetzt entweder Arbeit in der Zukunft abnimmt oder mir bei gleicher Arbeitslast mehr Produktivität ermöglicht in der Zeit. Und das sind alles Dinge, die ich ansonsten nicht gemacht hätte. Oder Das war zumindest bei irgendwie mir. nebenbei. Ja, war genau das Gleiche. Wie viel Zeug liegen bleibt an Potenzial eigentlich, weil man halt auch noch selber seine eigene Athletenkarriere nach vorne treibt und dieses ganze sportliche Spektrum ausreizt und so weiter. Und das war jetzt auch das Erste, wo ich halt genau wegen mit dem Trip jetzt, also ich meine, ohne diesen Eingriff wäre ich jetzt nicht hier, so in dem Sinne, ne? Ja, Und das war das Erste, wo ich gesagt habe, geil, ich habe jetzt sowieso eine Trainingspause, wie kann ich die jetzt nutzen? Und bin mittlerweile immer auch eher dankbar, wenn sowas passiert, weil wie oft kommt das wirklich vor, so in dem Sinne? Und die Zeit hier ist gerade so unglaublich schön und bereichernd. Ich tank so viel Inspiration in allen möglichen Bereichen, dass, wie du selber sagst, das ist jetzt eine Sache, aus der man dann natürlich auch wieder die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre speist so. Und dann steht das absolut im Verhältnis. Wichtig ist aber nur, mit welcher Einstellung du unterwegs bist. Wenn dir sowas widerfährt oder auch du verlierst deinen Job, geil, endlich bist du diesen Drecksjob los und du kannst dir was ja, Neues suchen. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, damit so umzugehen, oh, scheiße, ich bin jetzt arbeitslos, so, ne? Naja, herzlichen Glückwunsch, dann wird auch nichts passieren. Aber alles im Leben ist ja kann gut oder schlecht sein, wenn du dich dafür ja, entscheidest, das in die richtige Betrachtungsweise zu schieben, so, ne? Und egal, was dir auch immer widerfährt, es kann immer in etwas Positives umgewandelt werden, wenn man erstmal so diesen Blick dafür bekommt. Und die Fähigkeit, das erlernt man natürlich. Das ist nicht von ja, heute auf morgen. Und das fällt auch bei manchen Sachen schwerer als bei anderen. Das ist bei uns beiden auch ein Prozess gewesen, dass wir jetzt mittlerweile so denken können, aber das hat so viel in meinem Leben verbessert und ausgemacht, dass ich einfach diesen Betrachtungswinkel einmal schiebe und immer aus allem Schlechten was Positives rausziehe. Dass ich denke, geil, ja. okay, das ist jetzt die schlimmste Erfahrung meines Lebens, aber da und dafür ist es gut und darauf werde ich mich jetzt fokussieren. Ja, und ich hatte gerade, also ich hatte gerade mit dem Athleten den Musterprozess, den du beschreibst. Erste Woche Coaching-Zusammenarbeit und der hatte mir schon gesagt, so, jo, ich will auch in unserer Zusammenarbeit so mal mich selbst als Coach entwickeln und so weiter. Ich mache das gerade noch nebenberuflich, ich will es Vollzeit machen. Nach der ersten Woche, jo, ich wurde gekündigt.
Ja, eben das. Herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Wink mit dem Zaunpfahl vom Schicksal. Jetzt geht's los. Genau, wo wir beide viel zu lange gewartet, wir waren ja auch in Ja, unserer Komfort, wir haben ja auch ewig ja, gewartet und hätten es schon viel früher machen sollen, aber genau das sind diese Sachen, dieser Arschtritt vom Leben, wo du dir, und das ist doch so witzig, Fabi, ne? Kennst du das? Manchmal wünscht man sich so Sachen und auf einmal sorgt das Leben dafür, dass die kommen und man ist aber manchmal noch gar nicht so richtig bereit dafür, ne? Dass du denn, ich habe ja. schon mal in einem anderen Podcast gesagt, zum Beispiel, oh, ich will mehr Geld haben. Und das Leben wird die Arbeit vor die Füße werfen, bis du umfällst und du sagst, scheiße, was ist denn das jetzt? Aber eigentlich solltest du es so aufnehmen, wie, da ist jetzt genau diese Möglichkeit, die Kohle zu verdienen, die ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Du musst natürlich dann auch bereit sein, das anzunehmen. Du kannst nicht erwarten, dass hier am anderen Ende des Regenbogens der dicke Goldtopf steht, sondern musst halt dementsprechend halt auch liefern. Ne? Ja, ja, also das ist es halt eben, man muss die Chance nutzen und ich meine, das sehe ich jetzt auch, also auch genau in diesem Beispiel so irgendwie, nachdem ich den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin, ich würde mich schon vorher als sehr produktiv bezeichnen, aber wenn du morgens aufstehst und so dieses Dringlichkeitsempfinden hast, sozusagen halt, und auch so ein bisschen, auch wenn es keinen akuten Anlass gibt, oder du hast so diese Versagensangst, nicht weil es irgendwie das Geld knapp ist oder so, sondern denkst du, scheiße, was passiert eigentlich, wenn das hier nicht mehr läuft, dann habe ich ja gar nichts mehr sozusagen halt, ne? Und dann gibt einem das eine ganz andere Verbindlichkeit in dem, was man tut. Ja. Ich würde sagen, ein, zwei Fragen schaffen wir, oder? Das schaffen wir. Hast du was zur Hand? Nee, weil ich habe nur einen Bildschirm. Wenn das ist, also ich kann nebenbei auf dem Handy gucken, aber wenn du da ein bisschen intervenieren könntest, wäre das große Klasse. Jawohl, ich gehe mal in irgendeine letzten, ich meine in meinem letzten Podcast mit Chris hatten wir auch hat wieder jemand, ich glaube der Julian, der Athlet vom Chris, hat da eine Zusammenfassung geschrieben, weil es lädt natürlich hier mein Kack YouTube-Studio mal wieder nicht, so wie sich das hier gehört in so einer Situation. Also ich gebe mein Bestes, Wir kriegen das aber hin. Ich gucke jetzt ja auch nochmal. die Ich weiß auch Wartezeit hier, die müsst ihr jetzt in Kauf nehmen. gar nicht mehr, Ey, das welche Episode hier schon wieder die letzte war. Schon wieder war drunter und ein drüber. Kack, ne? 50 Mal am Tag machst du das Scheißding auf, verbrauchst es einmal und es lädt nicht. Das ist wirklich hier Ja. ohne Worte. Ach so, guter Tipp, den ich noch geben Ja. kann, um die Wartezeit hier zu verkürzen. Internet ist natürlich ein großes Thema, wenn ihr außerhalb von Europa unterwegs seid. Ich habe mir bei Hollafly eine eSIM bestellt. Das ist total geil. Du bezahlst halt einfach da mit PayPal oder so deinen Betrag, kriegst einen Code zugeschickt. Ja, Und ohne die SIM-Karten da irgendwie jetzt physisch rein und rauspopeln zu müssen, aktivierst du die einfach und hast dann irgendwie für, keine Ahnung, 30 € im Monat oder so unbegrenztes Datenvolumen und das funktioniert super. ich hätte Dass das, ihr ich da hätte das nicht. tatsächlich in Dubai auch schon gemacht. Ich fand es auch extrem gut, muss ich sagen. Also, Da gibt's auch verschiedene Anbieter. Ne? Ich habe auch bei meinem Anbieter gefragt, was würde das so ein Upgrade kosten, wenn ich jetzt hier Auslandspaket habe und so weiter. aber Aber das mit diesem Hodderfly, das ist in jedem Land verfügbar. Du machst da zwei Knopfdrücke und bist geil aufgestellt. Also da ganz klare Empfehlung. ja, hundertprozentig. So, So, aber ich habe jetzt ich hier habe hier schon. Hm? Hast du was? Ja. Ja, also ich habe ein schönes Thema, was jetzt ja auch durch Social Media gegangen ist. Ist bei ein paar Protagonisten jetzt wieder aufgetaucht. Ähm, Das ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen Chris Beasley inspiriert gewesen, der jetzt viele Atrophie-Studien veröffentlicht hat. Dann hat der gute Brosep, da hab ich ein Reel von dem gesehen, der hat darauf gesagt, hey, diese Atrophie, das ist ja vollkommen übertrieben. So schlimm ist es nicht. Ich glaube, der liebe Lukas Liebing hat da auch was gemacht, hat mir noch kurz eine Nachricht zugeschrieben. Und das ist so dieses ganze Thema und das ist vielleicht auch ein spannendes Thema. Jetzt auch bei mir war es die Frage da aus dem letzten Podcast von uns zu dritt bei mir auf meine Verletzung bezogen, Muskelverlust währenddessen. Und das, was halt ist, wenn man sich jetzt die Studien anschaut, dann würde ich sagen, dann kann man da schon sehen, dass Atrophie da deutlich schneller impliziert wird, als das, was man als reell empfindet, sage ich mal so, ne? Also ich weiß, bei dem, was es da für viele auf Social Media der Anschluss war, es gibt ja so diese subtile Chris-Fälle, so Leute abonnieren das Chris Beasley Patreon und das Chris Beasley Patreon ist die Grundlage für all ihren Content. Ähm, eine nicht genannte Person. Ist gar nicht doof, weil viele haben dieses Patreon, diesen Zugriff nicht und dementsprechend fällt nie auf, dass sie es von da geklaut haben, weil alle anderen ja gar nicht wissen, dass da so coolen Sachen am Start sind. Genau, genau. Gar nicht so doof. Mhm. Also eine nicht näher benannte Person verkauft Webinare im dreistelligen Bereich, die einfach nur bei Patreon rauskopiert sind, inklusive Grafiken. Also man kann damit scheinbar Ja. gutes Geld verdienen. Naja, aber auf jeden Fall, ich sag's mal so, in dem, was Chris erzählt hat, war eine beliebige Atrophie-Studie und da wurde im Prinzip Trainingsneulinge 3 Monate trainiert und danach, ich glaube, 30 Tage Pause. Und Mhm. eins der Resultate in dieser Studie war, es gab noch einen anderen Fokus, aber eins der Resultate war, dass diese 30 Tage nichts tun reichen, um 3 Monate Training wieder komplett auf Null zu bringen, sozusagen.
Jetzt, ich meine, es hat doch jeder die Vergleichsbilder auf meinem Instagram gesehen. Man muss natürlich sagen, wenn man jetzt, wenn ein Athlet theoretisch nicht komplett natural ist, dann ist alleine natürlich schon ein supraphysiologisches Hormonlevel ein Erhaltungsreiz, unabhängig vom fehlenden Trainingsreiz. Aber wie sind denn so deine Erfahrungen mit dir und mit Athleten? Wie jetzt mal nicht von der Studienlage, sondern von der praktischen Lage her? Wie schnell geht das? Was hat man zu befürchten? Ja, ein geiles Thema, was wir aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten können. Habe ich mir auch in den letzten Monaten viel Gedanken drüber gemacht, wobei ich sagen muss, da habe ich mir früher nie drüber Gedanken gemacht. Weil wir müssen natürlich jetzt einmal differenzieren, sprechen wir jetzt über wirkliche Trainingspausen, wo man jetzt zum Beispiel verletzt ist, oder sprechen wir jetzt über die allgemeine Trainingsgestaltung, das Ganze so zu manipulieren, dass die Atrophie auch während der normalen Trainingszeit unter der Woche minimiert wird. Ich würde sagen, wenn du wirklich verletzt bist, ist eh drauf geschissen, weil du kannst nichts machen, so in dem Sinne. Du hast keine Einflussfaktoren, wo du, also klar, du hältst deine Ernährung aufrecht, machst alle anderen Regenerationsfaktoren, schläfst vernünftig und so weiter, klar. Also hoffentlich klar. Aber alles andere kannst du nicht beeinflussen. Und dann ist es auch egal, ob du 1,2 oder 1,4 Gramm Muskeln verlierst. Du kannst nichts machen, also ist das Thema eigentlich gelutscht, so in dem Sinne. Man kann es ganz einfach zusammenfassen, für alle, die jetzt wieder was Greifbares haben wollen. Je mehr Muskulatur du hast, also desto höher dein Leistungsstand ist, desto mehr wirst du verlieren. Weil das Level halt, das für den Körper zu halten, wesentlich größer ist als jetzt ein Anfänger, der jetzt seit einem Jahr trainiert, so in dem Sinne. Ja. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, finde ich viel interessanter, die allgemeine Trainingsstrukturierung so vorzunehmen, Fünfer-Split versus Full Body zum Beispiel oder ähnliche Konstrukte. Da wird es schon spannender. Denn da ist die Theorie ja ganz eindeutig, ne? Und da sind ja auch sehr viele auch gerade extrem dogmatisch unterwegs, muss man sagen, dass man sagt, nein, also alles über einem Zweier-Split, Push-Pull-Beine funktioniert schon nicht mehr und so Ja. weiter. Und da würde ich zum Beispiel sagen, da sind jetzt Theorie und Praxis extrem entgegengesetzt, weil alle Studien dieser Welt mal schön und gut. Wie viele naturale Sportler gibt es, die einen Fünfer-Split machen und geil aussehen? Ja. Das dürfte ja dann theoretisch nicht möglich sein. So, weißt du, und damit ist eigentlich jede Studie der Welt schon wieder widerlegt, weil die gibt es zuhaufe. Geh mal in jedes Fitnessstudio, Ja. mach du mal deine eigene Studio, einfach geh mal ins nächste Studio, such dir mal alle naturalen Jungs raus, die gut aussehen und sag mal, wie trainierst du? Und ich sag dir, bestimmt 2 Drittel davon werden Fünfer-Split machen. Ja. So, ne? Heißt jetzt nicht, dass das optimal wäre und heißt jetzt nicht, dass sie auch auf andere Art und Weise noch besser aussehen würden, aber so dieses ganz krasse, boah, nach 2 Tagen ist deine Proteinsynthese weg und dann atrophiert schon alles, würde ich sagen, in der Praxis auf jeden Fall nicht gegeben. 100%. Und ich meine, dein erster Take war auch mein wichtigster Takeaway, wo ich auch gesagt habe, so, Atrophie-Studien interessieren mich vielleicht, um so ein paar interessante Takeaways für Frequenz mitzunehmen. Aber Atrophie-Studien interessieren mich einen Scheißdreck für die Atrophie, die passiert. Weil wenn ich verletzt bin, wenn ich krank bin, wie du sagst, dann ist es sowieso schon passiert. Was ich jetzt währenddessen verliere, ist eh egal, weil die Mission eh klar ist. Ich tue währenddessen, was ich kann zur Erhaltung und danach komme ich wieder und hole es mir zurück. Also, wie du sagst, ob ich jetzt in der Zeit 20, 50 oder 100% meiner Muskelmasse verliere, es ist sowieso passiert. Es ist eh passiert, also das ist uninteressant. Und Richtig. dann kann man halt eben gucken. Ich finde, es ist halt so diese Grundlagen, das schon ein paar Mal irgendwo gesagt, trotzdem so die Grundlagenfrequenzidee, dass man halt sagt, hey, ich gucke in der Atrophie-Studie zum Beispiel von trainierten Menschen, da gibt es dieses spannende Takeaway, was ja so ein bisschen die Grundlage der aktuellen Diskussion ist. So einmal die Woche 3 Sätze führt zu einer Netto maximal Erhaltung oder leichten Regression, während zweimal Einsatz zu einer netto leichten Hypertrophie führen. Das sind einfach nur Tendenzen fürs Frequenzprogramming halt, ne? Aber wie du sagst, man kann einen höheren Split fahren, und was die Leute auch vergessen, du hast ja immer noch überlappendes Volumen halt, ne? Also jetzt nimmst du alleine mal, du machst von mir aus, was weiß ich, du machst einen Fünfer-Split und machst Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps. Dann hast du an den 2 Tagen, machst alleine schon irgendwie bei Trizeps auch irgendwie Dips oder eine JM-Press oder sonst was, und dann hast du schon wieder Überlappungsvolumen für Brust und Schultern drin, etc. Also, was die Leute auch vergessen, ist bei Vierer, Fünfer-Split, es gibt immer noch Überlappungsvolumen. Ja. Also alleine da, und selbst wenn die Frequenz eine echte Eins wäre, selbst wenn ich jetzt sagen will, ich mache mich für jede Muskelgruppe im Fünfer-Split nur Isolationsübungen, dass ich auch kein Überlappungsvolumen habe, auch dann wird es noch für genügend Leute funktionieren. Ob das besser oder schlechter ist, ich glaube, das ist auch der individuelle Athleten- oder Coaching-Prozess, welcher Philosophie man folgt, aber ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Athleten gerade ein Jahr lang einen Upper Lower Split an die Wand gefahren, also im positiven Sinne, wirklich immer wieder Übungen nach 4 Monaten stagniert, etwas anderes Bewegungsmuster und so weiter. Und jetzt haben wir im Split wirklich mal alle Übungen, die stagniert sind, auch mal ausgetauscht halt, ne? Weißt du was, du machst 2 Push-Pull-Legs? So. Und dann sage ich, oh nein, ich muss dir jetzt einen Push-Pull-Full-Body geben, weil ich muss dich auf Krampf auf dem Zweier-Split halten. So, nee, warum denn? Es funktioniert auch super. Ja. Auch immer geil, wenn die Leute dann Push-Pull-Beine machen zum Beispiel, weil ihnen das mehr Spaß macht oder was auch immer, sich dann aber halb umbringen, um das 6-mal hintereinander zu trainieren. Hauptsache ist es in einer Woche. So,
nur weil in der Studie steht, du sollst alles zweimal die Woche so im übertragenen Sinne trainieren, heißt es nicht, du sollst es jetzt, dein Körper kennt diesen Zeitablauf nicht. 1,75 Tage wäre auch okay, wenn du da an 3 Tage Training, einen Tag Ja, Pause machst. So. Und das sind dann wieder so Sachen, wo die Theorie einem extrem im Weg stehen kann. Und gerade auch, was du angesprochen hast, mit diesen 3-mal Einsatz die Woche produziert Wachstum, während einmal die Woche 3 Sätze das nicht geschafft hat, in der Studie zu replizieren. Ist auch völlig verständlich für mich, denn du kannst diese 3 Sätze nicht miteinander vergleichen. ja, Der erste Satz im Training ist der ja, knallt. So, das wissen wir nicht nur aus der Datenlage, sondern auch aus dem subjektiven Empfinden. Da kommt am meisten bei rum. Das heißt, wenn ich jetzt 3-mal die Woche einen frischen Satz mache, ist das vom Volumen oder vom Reiz, der dort ankommt, natürlich viel höher zu bewerten, als wenn ich 3 Sätze hintereinander ja, mache, wo jeder Satz einen abnehmenden Grenznutzen hat. Das heißt, genau. man kann dann nicht 1:1 vergleichen, oh, der hat 3 Sätze gemacht und der hat 3 Sätze gemacht. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das ist eine Betrachtung. Deswegen würde ich auch immer sagen, je höher deine Frequenz ist, desto niedriger muss dein Volumen sein, weil die Qualität der Sätze steigt. Das heißt, du wirst bei einem Full Body mit einem Satz davon kommen, bei einem Upper Lower vielleicht mit 2 Sätzen, bei einem Push-Pull-Beine mit 3 und dann geht das halt immer höher, Ja. weil dieses Volumen selbst auf die Woche gerechnet kann dann abweichen. Das heißt, bei einem Upper Lower Wochenvolumen vielleicht von 4 oder 5 Sätzen müsstest du im Fünfer-Split dann vielleicht 7, 8 machen, um das Ja. zu einigermaßen zu kompensieren in dem Sinne. Hundertprozentig. Also ich meine, klar, mein Fullbody wird sich noch ein bisschen modifizieren, wenn ich wirklich wieder alles für den Unterkörper machen kann halt, ne? Aber zum Beispiel gerade das Waden, noch als exemplarische Muskel, die auch die ganze Zeit sehr stretch-fokussiert trainierst. So, da wird es alle 2 Tage einen Satz Waden geben. Und selbst wenn ich Waden priorisieren wollen würde noch, dann würde ich die Waden einfach an Anfang der Einheit stellen, aber nicht noch weiter das Volumen in so einem Setup mit alle 2 Tage hochfahren. Vollkommen ausreichend. Easy. Ja. Ich finde es total beeindruckend, wenn ich jetzt auch so meinen eigenen Weg so mal anschaue. Und wenn man so auf eine Woche, einen Monat oder vielleicht auch ein halbes Jahr guckt, fällt einem das nicht so auf. Aber gerade so in den letzten 2, 3 Jahren ist trainingstechnisch so unglaublich viel wieder passiert, so an Wissen, was dazu gewonnen wurde, wie man sein Training in eine bessere Richtung gestalten kann und was natürlich dann auch dementsprechend wieder zu mehr Fortschritten führt und diese Skala, wie weit man heute kommen kann, immer mehr verschiebt. Ich meine, das haben wir in allen anderen Sportarten bisher auch schon gesehen. So, ne? Der eine läuft das in 10 Sekunden, der nächste, sobald die Grenze geknackt wurde, kam dann der nächste, der hat es wieder unterboten und so weiter. Und alleine, wenn du dir anguckst, wie junge Sportler heute anfangen, mit welchem Standard so, das ist ja genau nur deshalb möglich, weil wir immer neue, coole Ja. Kleinigkeiten rausfinden, die sich dann doch wieder summieren und Leute in die Situation bringen, die 15 Jahre, die wir beide weggeschmissen haben, weil wir kein Wissen Ja. hatten die ersten Jahre so, Ja. jetzt von Anfang an richtig zu machen und das ist dann einfach auch brutal, wie der Körper dann halt reagiert, wenn Ja. erstmal alles richtig eingestellt ist. Ne? Ja, absolut. Und ich meine, das ist halt so. Ich finde es halt immer dann schade, jetzt merkt man so, die Messages spreaden sich so ein bisschen halt und dann heißt es eben, dann ist es eben genau das, ne? Ja, wir sagen nur noch Zweiersplits, wir sagen nur noch niedrige Wiederholungen, wir sagen nur noch das und es ist nie wird man, glaube ich, kann ich für uns beisprechen, so eine undifferenzierte Aussage hören. Es ist nie schwarz-weiß, es ist nie irgendwie nur genau das. Das Ganze ist immer noch ein bewegliches Konzept, sage ich mal so. Basierend, basierend auf einem sinnvollen Rahmen, aber der Rahmen, der bleibt immer noch ein ganzes Stück weit individuell. Mhm. Alle Leute, die diese Schwarz-Weiß-Aussagen haben wollen, kann ich absolut verstehen. Weil wir wollen es so einfach und vorgefertigt wie möglich haben, aber ist ja okay, ihr könnt auch damit arbeiten. Ihr müsst euch dann sozusagen nur damit zufrieden geben, dass ihr dann auch was auf der Strecke lasst. Das heißt immer, wenn ihr einfach ruhig schlafen wollt, weil ihr so ein Schema F arbeitet, ohne zu denken, alles schön und gut, aber wird in dem Sinne auch nur dann dafür sorgen, dass ihr sozusagen diese letzten 10, 20%, die auf eure individuelle Situation noch wichtig wäre, verschenkt. Ne? Wenn dann einer fragt, was ist das beste Proteinpulver, was ist der beste Split oder sonst irgendwas, sicherlich sind diese ganzen Schwarz-Weiß-Richtlinien erstmal nicht falsch, aber sie bringen dich halt so zu dem Ja. 80%igen, was möglich ist. Wenn das für dich reicht, cool. So in dem Sinne, ne? Dem muss es nur bewusst sein. Ja, absolut. Und da muss man halt eben auch gucken, hört auf, irgendwas zu kopieren halt, ne? Das ist einfach, man muss, also ich verstehe das, im Coaching-Prozess kann man das auch sagen, wenn jetzt jemand sagt, du, ich will es gar nicht verstehen, ich will einfach machen. Klar, aber dann ist ja das Vertrauen in die Fachkompetenz des Coaches, in einen von uns oder whatever da. Aber wenn man selbst einfach nur irgendwas stumpf kopiert, das wird nicht zum Ziel führen halt, ne? Also, Ja. ich hatte da jetzt heute so ein schönes Beispiel, da habe ich mich erst geärgert, wirklich geärgert, aber dachte mir dann so, weißt du was, scheiß drauf, da konnte die Person auch nichts für. Aber jetzt aber in der Matzen Akademie mein Trainings-Q&A
Und dann hat einer nochmal ein Feld aufgemacht, so, hey Fabian, echt cooler Content, so mega, mega netter Typ halt, ne? Und er selbst hat damit auch nichts zu tun. Und ja, könntest du über meinen Plan drüber schauen. Ich denke mir so, okay, alles klar, ich scroll runter. Ich denke mir so, das ist mein Trainingsplan-Template. Und dann denkst du, jetzt hat irgendeine arme Wurst, der mal einen Trainingsplan oder auch ein Coaching gekauft hat, wirklich eins zu eins das Ding gemacht halt, ne? Vielleicht noch irgendwie am besten mit Paint mein Logo irgendwie weggemacht oben, ne? Und ich denke mir so, jo, herzlichen Glückwunsch, das wird dir nicht das Leben in diesem Trainingsplan geben, mit dem ich's fülle. Der Kollege, der das gepostet hat, der kann da gar nichts dafür, der hat ein gutes Template bekommen irgendwo her und nimmt das halt, ne? Aber ich denke mir so, Ja, was passiert bei einem Menschen so, der denkt so, jetzt klaue ich mir das einfach und nimm das eins zu eins. Dann dachte ich mir, hey, ist eigentlich ein schönes Approval, dass es ein gutes Template ist, aber genau dieses Kopieren wird niemals so gut ans Ziel führen. Sicherlich besser als irgendein Schwachsinn, aber es wird nicht die Erleuchtung sein. richtig. Ja. Also Atrophie, keine Sorgen machen, um nochmal den Bogen zu spannen. Wenn ihr nichts machen könnt, könnt ihr nichts machen. Ihr könnt euch dann nur in der Zeit so darauf vorbereiten, dass wenn es dann wieder losgeht, dass es richtig knallt. Dementsprechend sind sowohl Fabi als auch ich in der jetzigen Situation völlig entspannt, weil wir das Ja, einfach schon, man muss aber auch dazu sagen, am Anfang macht man sich natürlich mehr verrückt und je weiter du vorankommst in diesen Phasen und je öfter du das durchgemacht hast, wie jetzt ja. zum Beispiel mit meinem Nabelbruch oder ähnlichen Geschichten, du wirst lockerer, weil du einfach lernst, okay, alles, was weggeht, kommt auch unglaublich schnell wieder, wenn du dich halt nicht doof anstellst. Und dementsprechend kriegt man da auch mit der Zeit so eine gewisse Gelassenheit. Ja, 100%. Also ich kann mir hier jetzt gerade täglich bei den Veränderungen zuschauen halt. Nicht, dass es wirklich noch locker angehen halt im Gesamtbild. Mhm. Also das auf jeden Fall. Ich habe vielleicht noch eine schöne Abschlussfrage, die habe ich zwar schon im Podcast mit Chris beantwortet, aber alleine schon, weil ich sie dir noch gerne stellen würde. Ja. Off-Topic. In welche Berufsfelder, mit denen ihr null zu tun habt, würdet ihr gerne mal reinschnuppern wollen? Ich zum Beispiel bin Bankkaufmann und Coach, hätte aber auch mal Lust, eine Woche bei einem Physiker oder bei der Kripo zu arbeiten. Boah, gute Frage. Da erwischst du mich ja jetzt richtig kalt. Also ich muss sagen, Ähm, ich fühle das, während du nachdenkst. Ich muss da auch nachdenken. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da gesagt habe halt. Ich glaube, ich habe jetzt so gesagt, wirklich einfach nur, weil es so ein Thema ist. Ich widme mich kaum politischen Themen etc., weil man denkt, man kann eh nie das große Bild erfassen. Und ich würde auch gar nicht Politiker machen, weil ich finde irgend so eine Geheimdienstarbeit, würde ich mal so gucken, was hinter den Vorhängen der Welt passiert. So, wenn man so einen Blick bekommen könnte, fände ich das einfach nicht vom Job selbst, auch alleine, sondern auch von den Insights her halt verdammt spannend. Aber so, was ich halt sagen kann, so, Bürowelt ist für mich durch. Alles, was irgendwo im Büro stattfindet, ist für mich tot. Ist mir scheißegal, wie wichtig es ist. ja, da haben wir schon zu viel Zeit reingesteckt und die ganzen schlechten Erfahrungen mitgenommen. Boah, es ist super schwer, ne? Ich habe ja jetzt auch schon so ein paar Sachen so durchprobiert, sowohl körperlich gearbeitet irgendwie und Kisten geschleppt, aber auf der anderen Seite halt auch im Büro gesessen und so weiter. Was mich wirklich interessieren würde, dadurch, dass ich überall auch schon mal so reingeschnuppert habe, so ist jetzt nicht so eine Sache da, wo ich sage, boah, das interessiert mich jetzt so wahnsinnig, aber was Mhm. ich halt immer wieder merke, wenn Bodybuilding vorbei ist, was ich auch hier wieder merke, ist Gastronomie. Weil ich merke immer ganz krass, wenn ich irgendwo bin, ich gucke mir die Karte an, ich gucke mir den Laden an, ich gucke mir das Essen an und ich kann dir sofort sagen, was besser gemacht werden muss. Ich habe da ein sehr gutes Auge für, so wo andere Leute sagen, ja, wieso, es ist wahrscheinlich dieser Optimierungsdrang, den ich einfach habe. Schmeckt doch, ist doch egal so. Aber ich sagte schon, nee, alleine, dass das Logo auf der Karte dort ist und nicht dort oder dass da das Salatblatt müsste so und mit ganz einfach, das bedeutet oftmals nicht mal, dass die Leute irgendwie mehr Geld ausgeben müssen, ja. Aber das sind einfach so Sachen, wo du mit einfachsten Mitteln irgendwie die Gastro so nach vorne treiben könntest. Und da hätte ich, glaube ich, echt Spaß dran, mich in dem Bereich zu verwirklichen. Gar nicht, dass ich jetzt hinterm Herd stehe, sondern tatsächlich vielleicht eher so Konzepte und sowas, weißt du? Also, dass man sagt, so Restauranttester, so blöd es klingt, so im übergreifenden Sinne, du nimmst Gastro-Konzepte auseinander und optimierst du genauso, wie wir jetzt einen Trainingsplan oder Ja, ein Ernährungskonstrukt nehmen würden und sagen würden, pass auf, das und das wird umgestellt werden. Die analytischen Fähigkeiten sind auf jeden Fall da und ich glaube, das würde mir echt Spaß bringen. Aber mit dem Hintergrund, dass du dich halt in der Gastro-Szene bewegst, ja. weil grundsätzlich so, das ist halt ein cooles Feeling, so in dem Sinne. So, ne? Es gibt da immer neue Sachen zu entdecken, du kannst dich sehr viel ausprobieren. Bist viel mit Leuten im Kontakt, so hast dann einen regen Austausch. Also, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber so richtig so ein Bereich, wo ich sage, da möchte ich jetzt mal hinter die Kulissen gucken. Also, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ich glaube, das will ich gar nicht. Das ist wieder die Was da andere so abgeht Frage, und ja. so. Will man es wirklich, so Matrix, ne? Welche Pille nimmst du, blaue oder Ja. rote Pille? Willst du es wirklich wissen so? In manchen Bereichen, ja, klar, bei der eigenen Gesundheit oder so zum Beispiel, da gibt es ja auch immer Leute, die sagen, oh Gott, nee, ich will das nicht wissen, ne?
Da bin ich zum Beispiel immer so, nein, ich will sofort wissen. Wenn du mir sagst, wann ich sterbe, sag mir das jetzt, weil dann kann ich die Zeit bestmöglich nutzen. Das wollte ich dich gerade Andere fragen, ob sagen, du das wissen wollen würdest, ja. ja, sofort. Sag mir das, weil dann würden meine Entscheidungen ganz, ganz anders ausfallen. So in dem Sinne. Und auch mit der gesundheitlichen Situation. Ne? Wenn da irgendwas wäre, auch was wirklich Dramatisches, dann würde ich das natürlich gerne wissen, weil das einfach auch dann wieder da sicherstellt, dass man das Leben halt nicht wegwirft. Weil oftmals, wir haben schon oft auch drüber gesprochen, ist man halt so im Hamsterrad, so denkt gar nicht dran, dass das Leben irgendwann mal vorbei ist. Und geht Schritte ganz, ganz anders. Aber wenn du wüsstest, dein Leben ist in einer Woche vorbei, dann würdest du dich über so viel kleinen Scheiß gar nicht aufregen und irgendwie Zeit verschwenden mit irgendeinem so einem Bullshit oder dich über irgendwie den Nachbarn ärgern, weil der dir irgendwie einen blöden Blick zugeworfen hat oder was auch immer. Und da einfach mal sich auf die wichtigen Sachen fokussieren. Ne? Ja, ja, also 100%. Ich sagte ja, bleibt auch irgendwie so das Live-Beispiel dafür vor der Tür. Ich wurde in den letzten Tagen sehr, sehr oft daran erinnert, weil wir jetzt einen zweiten Hund uns geholt haben und der kommt aus dem Tierheim und der ist jetzt 8 Jahre alt. So, der hat auch schon ein paar Vorkrankheiten etc. Die Hunde haben eine Lebenserwartung, irgendwie die Rasse vielleicht von 11, 12 Jahren. Vielleicht ist es durch Vorkrankheit auch ein bisschen weniger. Dann denkst du so, hey, der hat noch 2, 3 Jahre so. Ich bin so 100% so glücklich, dass der da ist so und es ist alles geil, aber du guckst den an und denkst dir so, ey, ich muss die Zeit mit dir nutzen, so viel ist es vielleicht gar nicht mehr, die wir haben halt, ne? Und das geht einem ganz oft verloren irgendwo im Leben, ne? Ja, weil wir einfach heute ja auch in einer Luxussituation leben, wo wir so sicher aufgestellt sind, keine Extremsituation mehr haben. Wenn wir alle noch Ja. im Wald mit der Keule rumlaufen würden, hättest du jeden Tag diesen Reminder so in dem Sinne, was ja irgendwo auch gut ist, um Gottes Willen. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel bei dem Trip auch wieder gemerkt. Ne? Ich wusste, ich mache Trainingspause und habe direkt überlegt, okay, wo fahre ich hin? Weil Reisen neben Bodybuilding, das ist, was mir so am meisten Erfüllung gibt. Und dann habe ich mich natürlich auch direkt wieder erwischt, wie ich so irgendwelche halbarschigen Ziele in Angriff genommen habe. Ne? So, ja, fährst nach Amsterdam oder so. Dann denke ich mir so, nee, warte mal. Das Leben kann in der Woche vorbei sein. So, dann fahre ich jetzt nicht nach scheiß Amsterdam, wo ich schon 10-mal war, sondern fahre jetzt mal nach New York, wo ich noch nie war und wo so viel mehr auf mich wartet in dem Sinne. Dann auch einfach solche Entscheidungen zu treffen, so, ne? Ja. Auch grundsätzlich, Job ist genau das gleiche Thema, was wir jetzt auch schon mal heute angesprochen hatten und so weiter. Sich nicht darauf auszuruhen und zu sagen, ach ja, kann ich ja irgendwann machen, das Leben ist ja noch und so. Nee, weißt du nicht. Vielleicht ist es in einem Jahr vorbei und willst du dann wirklich zurückblicken und sagen, das letzte Jahr habe ich da irgendwie im Keller Kohle geschleppt oder was weiß ich für einen Hungerlohn. Also macht was draus und ruft euch immer, das ist die wertvollste Sache überhaupt, immer wieder jeden Tag vor Augen rufen, dass es irgendwann vorbei ist und dann auch Entscheidungen darauf basieren. Ja, 100%ig. Also ich glaube, einen schöneren Abschluss kann man hier auch fast gar nicht Ja. finden, oder? Also ich finde, das rundet es doch hier auf der philosophischen Ebene einwandfrei ab. Also Ja, mega. Wir haben schon also in der Zwischenzeit, wenn diese Folge hier rauskommt, ist schon von uns noch eine Folge rausgekommen. Also es ist mit Chris und mir noch eine Folge rausgekommen. Es ist wahrscheinlich auch von Chris und dir noch eine Folge rausgekommen. Wir haben nächste Woche haben wir wieder, also wenn das Video rauskommt, dann diese Woche, haben wir wieder einen Dreiertermin stehen und dann sind wir auch wieder back. Mal gucken, wie oft wir das dann schaffen mit dem Trouble, den wir alle die nächsten Wochen noch drauf haben, aber so oft wie möglich und wenn nicht, kriegt er eben immer Zweier-Kombo. genau. Und Freunde, jetzt ist es umso wichtiger, weil unsere Zeitpläne überschlagen sich gerade alle. Ihr müsst Fragen stellen und idealerweise auch Fragen immer wieder reinschmeißen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie mal nicht geschafft haben, Ja, durch viele Updates oder so weiter, weil viel los ist, Fragen aufzunehmen. Die nächste Dreier-Episode, ich würde auch vorschlagen, wir machen mal wieder eine komplette Fragenrunde, ohne Update, ohne ja, irgendwas, wieder volle Breitseite Mehrwert für euch. ja. Und dementsprechend bereitet das mal gut vor, noch mal ein bisschen was zusammenzutragen und uns das um die Ohren zu hauen, dass wir wirklich reinstarten können und dann noch möglichst viel für euch schaffen. 100%ig. Genau so ist es. Mission ist klar. Ja. Aber ansonsten, Fabi, ich bin mehr als happy, wie es sich bei dir entwickelt. Total schön zu sehen und auch in deinen Trainingsstories alleine wieder zu sehen, dass du im Training bist und so weiter. Super, super Ja. geil. Und ja, steht uns jetzt auf jeden Fall eine schöne Zeit bevor. Das denke ich auch. Ich freue mich drauf. Also, danke Supi. euch alle, dass ihr dabei seid. Denkt dran, liken, abonnieren, kommentieren, Fragen raushauen. Genau. Und ansonsten hier schließen wir die erste internationale Episode und sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Back in Germany. Mach's Genau. gut. Macht's Ciao. gut. Ciao.